Wer war Lodovico Ottavio Bornacini? Dieser Künstler, der aus Italien stammte, war einer der wichtigsten Theateringenieure des Barock. Ende des 17. Jahrhunderts zeichnete er für die gesamte Ästhetik der Theaterereignisse und Festlichkeiten am Wiener Hof verantwortlich. Was war aber ein Theateringenieur in dieser Zeit? Ein Theateringenieur war zum Teil ein Architekt, ein Bühnenbildner, ein Kostümbildner, ein Ästhet, ein Künstler, der sich um alle Aspekte des Theaters in jener Zeit kümmerte. Und dazu zählte auch die Funktion eines Produzenten zum guten Teil oder eines Regisseurs. In unseren Sammlungen, in den Beständen des Theatermuseums in Wien verwahren wir ca. 410 Blätter von diesem Meister, die sich wunderbar erhalten haben. Und ein Großteil dieser Zeichnungen sind Figurinen. Also bei diesen Figurinen kommt Bornacini als Kostümbildner stark zur Geltung. Das sehen wir zum Beispiel anhand der Werke, die schon hier gezeigt werden. Und ca. 125 Blätter aus diesem großen Bestand des Meisters sind den Themen Groteske und Komödie gewidmet. Zwei Aspekte des Theaters oder des theatralischen Lebens, die man nicht auseinanderhalten kann, weil sie einander bedingen. Es gibt keine Groteske ohne das Komische, ohne die Komödie und umgekehrt. Es kann keine Komödie geben ohne groteske Aspekte. 1659 erhielt Bornacini die Aufgabe, ein hölzernes Theater auf dem sogenannten Rosstummelplatz zu errichten. Der Rosstummelplatz war der heutige Josefsplatz und dort in diesem Theater, was extra dafür errichtet wurde, wurden 2 Jahre lang, also zwischen 1660 und 1662, fast täglich außer Freitag Komödien aufgeführt. Es ist durchaus möglich, also anhand unserer Forschungen der letzten Jahre, gehen wir davon aus, dass ein guter Teil der hier ausgestellten Blätter und der Figuren, die Bornacini entworfen hat, zumindest in Erinnerung an die Aufführungen jener Zeit in dem Theater auf dem Rosstummelplatz entworfen und angefertigt wurden. In diesem Theater herrscht ein sehr reges theatralisches Leben. Ja, nachdem man fast täglich spielte, wurden aus ganz Europa die renommierte Theatertruppen nach Wien eingeladen, die ihre Stücke und ihre Posten zum Besten gaben. Dazu zählten auch der berühmte Harlequins-Darsteller Domenico Biancolelli, der im selben Jahr wie Bornacini geboren wurde, 1636. Und es ist durchaus möglich, dass sich die beiden im Rahmen dieser Aufführungen in Wien wohl kannten. Und dadurch kann es natürlich sein, dass das Kostüm des Harlequins, des italienischen Arlecchino, irgendwie eine gemeinsame Entwicklung erlebte. Warum sind aber Bornacinis Zeichnungen auch heute für uns von großer Bedeutung? Im Grunde ist es so, wenn man die Ausstellung im Theatermuseum besichtigt und die Blätter von diesem Meister betrachtet und anschaut, dann wird es relativ schnell deutlich, dass er bei diesen Figuren, bei diesen Kompositionen häufig und gerne starke Gegensätze nebeneinander gestellt hat, um groteske Effekte hervorzurufen. Wir erkennen große und kleine Figuren, alte und junge Menschen, vermeintlich schöne und vermeintlich hässliche Figuranten oder Personagen. Und es gibt ja stark künstliche wie auch anscheinend natürliche Elemente oder Gesichter. Der spielerische Umgang mit solchen Gegensätzen scheint irgendwie den Geist der Zeit von Bornacini widerzuspiegeln. Eine Zeit, die wohl nicht nur aus großen Festlichkeiten und Theateraufführungen bestand, sondern die von Kriegen, sozialer Ungleichheit und auch Epidemien geprägt war. Also 1679 wissen wir, dass in Wien die Pest ausbrach und das dürfte einen großen Einfluss auch auf das Werk von Bornacini eingenommen haben.
In dieser Ausstellung haben Sie die Möglichkeit, die kostbaren Blätter von Bonaccini zu sehen, die aus konservatorischen Gründen nicht so oft gezeigt werden können. Das ist vielleicht eine einmalige Gelegenheit, sie in Kombination mit den wunderschönen Leihgaben aus den Sammlungen vom Kunsthistorischen Museum und von vielen privaten internationalen Leihgebern zu sehen.